Ihr Lieben, die totale Mondfinsternis und dieser besonders starke Vollmond haben nun den Korridor der Finsternisse eröffnet, hin zur Sonnenfinsternis, zum kommenden Neumond und der Herbst Tag- und Nachtgleiche, diesem riesigen kosmischen Wendepunkt, der uns auch hinein ins neue Jahr führt. Finsternisse haben immer eine schicksalhafte Bedeutung. Sie zeigen uns die Schatten in uns und auch im Außen deutlich auf. Und damit geht es auch ganz stark darum, uns des Lichts, das wir in uns tragen, wieder bewusst zu werden, unserer Verbindung mit allem und dessen, wofür wir hier sind, als Teil dieses Wandels und Kinder dieser Erde. Und ja, sehr deutlich spüren wir die massiven Veränderungen, in denen wir uns befinden. Die Sonnenstürme, die starke Unruhe in Mutter Erde und die atmosphärischen Einflüsse, die immer extremer werden. Immer mehr sehr hohe kosmische Strahlung kommt durch unsere immer schwächer und durchlässiger werdende Magnetosphäre zu uns. Alles scheint sich mehr und mehr zuzuspitzen, das Geschehen in dieser Welt, als auch Emotionen und Energien, die auf uns wirken. Unruhige Nächte, das inzwischen fast durchgehende Chaos der Atmosphärenenergien, die extremen Störungen und Überladungen in den Schumann-Resonanzen und die mit den sehr hohen Ladungen einhergehenden körperlichen Symptome, die sich mit den Sonnenstürmen noch mehr verstärken. Von Kopfdruck über sehr starke Verspannungen, Schmerzen, Krämpfe, verschwommenes Sehen, Ohrgeräusche, Herz-Kreislauf-Probleme, Blutdruckschwankungen, Brennen auf der Haut, vermehrtem Durst, Geschmacksveränderungen, Atemprobleme, gereizte und verschleimte Atemwege, inneren Druck, Stress, vermehrte Hitze im ganzen Körper, Konzentrationsstörungen, Watte im Kopf, Müdigkeit, Schwere, Zerstreutheit, das Gefühl, wie aufgeladen zu sein und völlig neben sich zu stehen und vieles mehr. Und ja, auch Magen-Darm-Probleme, Übersäuerung und Verdauungsstörungen, das Gefühl, wie aufgebläht zu sein, sind sehr häufig in diesem Chaos der Energien, die auf uns wirken, und auch die Tiere sind davon betroffen. Oh ja, das Chaos nimmt immer mehr zu. Und auch die Manipulationen der alten Welt laufen mehr und mehr zu Hochtouren auf, die natürlich auch diese starken Sonnenevents und so weiter nutzen, um ihre intensiven Manipulationen in der Atmosphäre zu verschleiern. Erstmals haben wir seit den letzten Tagen extreme und langanhaltende Aufladungen durch Röntgen- bzw. Mikrowellenstrahlung direkt an der Erdoberfläche, was es so noch nicht gab. Und ich habe in letzter Zeit mehrmals von der inneren Hitze, diesem Druck, dieser Unruhe und Überladung im Körper geschrieben, die gefühlt nicht raus bzw. abgeladen werden kann, was sich nun nochmals extrem zu steigern scheint. Und natürlich wirkt das Ganze auch auf Geist und Nerven, auf unser gesamtes Befinden, wie drückend, überhitzt, völlig überfordert. Und auch die Tiere zeigen vermehrte Unruhe, plötzliche Ängste draußen, Unwohlsein, Rückzug, schnellere Erschöpfung und ungewöhnliche Müdigkeit. Oh ja, sie sind ja noch viel sensibler als wir für alle Energien und zeigen uns deutlich,
dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Ja, ihr Lieben, diese massiven Störungen in der Atmosphäre und extremen Energien und die jetzt intensiv auftretenden Aufladungen an der Erdoberfläche sind nicht allein natürlichen Ursprungs, sondern durch Hab- und ähnliche Technologien beeinflusst, die Ionen in der Atmosphäre aufheizen, wie man weiß. Und die ihre Tests, wie es aussieht, nun auch sehr direkt auf die unteren Atmosphäre, Biosphäre-Schichten, die Stratosphäre, Troposphäre unserer Erde ausweiten, die unter anderem auch für das globale Wettergeschehen von entscheidender Bedeutung sind. Ja, man spricht auch von Wetterkriegen, schon seit langem übrigens. Das heißt, auch die chaotischen Wetterbewegungen und zunehmenden Katastrophen, wie wir sie jetzt immer mehr erleben, sind von diesen Manipulationen stark beeinflusst, die den Kataklysmus dieser Erde massiv antreiben, auf Kosten der gesamten Menschheit und allen Lebens hier auf diesem Planeten. Offiziell bleiben die Ziele dieser globalen Manipulationen natürlich im Dunkeln. Doch die starken Veränderungen und auch was es mit uns macht, merken wir alle auf die ein oder andere Weise, körperlich und besonders mental. Und die Schlussfolgerungen daraus kann und sollte letztendlich jeder für sich selbst ziehen. Doch wie es scheint, geht es auch darum, uns Menschen in einem körperlichen und mentalen Erschöpfungszustand zu halten. Ja, das Erwachen zu verhindern, den natürlichen Aufstieg zu einem höheren Bewusstsein und das Erkennen unserer wahren Kraft. Und ja, ihr Lieben, es ist wichtig, um diese sehr realen und massiven Manipulationen zu wissen und sie nicht hinter spiritueller Schönrederei, um das ganze Geschehen jetzt auszublenden, zu verdrängen. Denn nur wer darum weiß, kann und sollte sich auch aktiv energetisch schützen. Je mehr wir das tun, desto mehr nehmen wir ihnen ihre Macht über uns. Doch das heißt auch, unser Vertrauen in uns und unsere Kraft zurückzugewinnen. Klar und bewusst zu beobachten, was geschieht, indem wir uns eben nicht hineinziehen oder im Chaos ablenken lassen. Denn ja, auch wir selbst sind es, die diesen destruktiven Energien und Frequenzen Zugang gewähren, indem wir das Negative mit unseren Gedanken nähren. Wenn wir selbst sehr tief schwingen, haben wir diesen Manipulationen nichts entgegenzusetzen. Unsere Gedanken spielen hier eine sehr große Rolle, denn sie haben eine sehr große Macht, derer sich viele gar nicht bewusst sind. Unsere Gedanken formen die Wirklichkeit, auch unser Leben, unseren Körper betreffend, unsere Gesundheit, unseren Lebensweg. Gedanken beeinflussen auch unser mentales Befinden und diese müssen wir wieder selbst bestimmen, anstatt in der Opferrolle und Depressionen zu versinken, wie es von außen genauso gewollt ist. Und deshalb ist Inner Work, Gedankenkontrolle, Gedankenhygiene sowie Achtsamkeit bezüglich unserer Worte, ja, auch das geht in unserer heutigen Gesellschaft mehr und mehr verloren. Achtsamkeit auch dessen, was wir von außen oft unbewusst an Beeinflussung aufnehmen. Es ist so unglaublich wichtig jetzt und mehr denn je.
Immer dringender fordert diese Zeit jetzt von uns Selbstbestimmung, Selbstermächtigung in allen Bereichen und auch in Bezug auf unser Denken, unsere mentale Ausrichtung, um nicht zum willenlosen Spielball der künstlichen Matrix zu mutieren. Unsere innere Balance zu halten und in unserer Kraft zu bleiben, ist jetzt das Wichtigste überhaupt, ihr Lieben. Und auch was unser Leben und Entscheidungen betrifft, dass wer wir sein und wohin wir gehen wollen, ja, unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Alles verändert sich und die alte Welt zerstört sich selbst immer mehr. Und nur wir sind es, die das Neue erschaffen können, indem wir völlig neue Wege beschreiten. Das Fühlen, unsere Intuition, unser Seelenwissen und die Weisheit unserer Herzen sind die einzigen und wichtigsten Wegweiser, die uns durch diesen Wandel führen, fern jeglicher Manipulationen der künstlichen Matrix. Fühle und du weißt. Und das ist es auch, was das wahre Menschsein ausmacht. Und damit sende ich alles Liebe zu euch und bitte wundert euch nicht über eine stark erhöhte Sensibilität in dieser Zeit der Finsternisse. Viele gute kosmische Kräfte begleiten uns. Eure Sylvia.